Moin Moin bei Padautz, bin Nico und wir spielen Fahle Schatten, das DLC zu Fire Emblem Three Houses und sind Kapitel 4, Gefahren der Dunkelheit. Und es geht einfach direkt los. Bam. Okay, muss auch den richtigen Knopf drücken und dann funktioniert's. Und im Stream sage ich nochmal offiziell Hallo an Halle. Moin Moin. We really lucked out there. Fewer injuries than I would have expected, and most were minor. I suppose the only conclusion we can draw is that they really were after Elfric all this time. Perhaps they were instructed to avoid unnecessary casualties. Is that Elfric guy really a cardinal? Are the secret cardinals really a thing? I thought that was a myth. Hard to believe. Did you folks in the Ashen Wolves know that? No, that's news to me. The identity of the Cardinals is top secret, even within the church. He never would have told us something like that. Oh, except maybe Yuri. He and I talk about a lot of things. But right now, I'd say we have more important topics to discuss than his title. Elfric's been kidnapped. What are we going to do about it? Even if it is in the name of rescuing him, we simply cannot hand over the chalice to those scoundrels. Let's just give them the thing and be done with it. Professor, I came as fast as I could when I heard the report. I had no idea you'd be here. Is this loud, excitable knight a friend of yours? Ich kenne diesen Mann nicht. Professor, I love a good joke myself, but that one was rather cruel, don't you think? Now, about Elfric's kidnapping. Since he's an important member of the church, we must use any means necessary to find him. That said, most of the Holy Knights have been deployed to deal with the Western Church. Sure, but any knights are better than no knights, yeah? I like your attitude, though I'm still embarrassed that we're not in full force. But hey, at least we're quite forceful. Here, take this letter. We believe it was left by whoever kidnapped the Cardinal. In it, the enemy clearly spells out their plan. They're after a chalice that was hidden beneath Abyss. A chalice? Chalice? Ah, do you mean the chalice? But no, why would it be there? I've never heard anything about it being stowed away in Abyss. Then this is gonna come as a shock, pal. What in the goddess's name? Is that really the chalice from the legends? The probability of that is unassailably high, yes. It was guarded by a bunch of giant creepy toys. There was powerful magic protecting it and everything. If you say so. Wow. That means the story about the chalice being bound was true. Well, what's done is done. Oh, but I guess it's not done just yet. I must report this to Lady Rhea at once. Cindered shadows. Betrayal. So that is what transpired. This is indeed the Chalice of Beginnings. It matches the descriptions and the few records of it that remain. Don't beat around the bush. What's our punishment? You removed a most sacred treasure. Truly, it is my obligation to mete out punishment for that transgression. However, you also helped the church locate a valuable artifact. In light of this good deed, I shall forgive the bad one. I do wonder. I am wondering whether your presence had anything to do with the artifact's unbinding, Professor. As per the Church Chronicles, the four apostles secured the chalice with powerful magic. The only way to release the chalice is by using the four crests passed down through their bloodlines. However,
Given the special power you possess, perhaps you were able to unlock it yourself. There is no knowing at present. For the time being, I will keep the chalice somewhere safe. As for Elfric, I assure you that the knights will find and return him in due time. I consider him to be one of my many children, after all. I will not allow harm to befall him. Lady Rhea, might I ask a moment of your time? We cannot be expected to give up our endeavor. The enemy stated most clearly that if the knights are involved, our dear Elfric is finished. We owe him so much. If there is any possibility that his life is in danger, the risk is too great to chance. True. The knights are strong and all, but they're liable to get him killed. We can take care of it, with Chatterbox's help. Our professor has the strength of 100 knights, or about 1.5 of me. We've got this. How about it, Rhea? We've been through too damned much to get here. Leave the chalice and Elfric to us. You won't regret it. Lady Rhea, please. If you consent to join your power with theirs, yes, perhaps there is hope. As you wish, I shall entrust you with the chalice. Your Grace, the chalice is a legendary treasure. You can't just hand it over to those underground... That is quite enough. There is no cause to worry, I assure you. There will be no further discussion on the matter. Even if we lost hold of the chalice, it would be impossible for the thieves to make use of it. Though it was created to return a life that was lost, I doubt that anyone alive knows how to accomplish that feat. If someone were to successfully replicate the ritual, it would perhaps be the work of fate. Hey, boss. Been meaning to ask. How'd you end up down here in Abyss? What is this? Some sort of interrogation? Yeah, you've never been big on sharing. I mean, you know all about me, and there's still so much I don't know about you. Look, I get it. Talking about the past isn't easy. But I'm curious, yeah? So get to it. I've got all day. Do you now? Well, I guess now's as good a time as any to tell you. I'm here because I killed some people from the church. That cannot be! Originally, I attended the academy as Count Rowe's adopted kid. There came a point when the church ordered me to wipe out some members from my old gang. Told me it was part of some important mission. Who is this old gang you speak of? They were nothing more than common thieves to someone like you, Constance. Anyway, they're like family to me. So naturally, I protested my orders. Things got pretty heated and, well, the rest is history. That's some story, pal. You're damn lucky they didn't execute you. You're telling me. Elfric stepped in and implored them to spare my life. Told them to consider the circumstances. It's not so different for the rest of you. I'm sure he helped all of us out in different ways. He did. I was about to be thrown in the monastery's underground jail. People thought I was dangerous, what with my gift and all. It's dark and dingy here, but it sure beats a prison cell. Elfie really saved my neck. Back to the point. Balthus, what was it you were so curious about? You had ideas regarding why our enemies may be clawing after the chalice, perhaps? No, nothing like that. But I am hung up on something Rhea said. That binding on the chalice was linked to the 4 apostles, yeah? I know I've got Chevalier's... Sorry, but mind if I cut in? What is it? Can't you see we're busy? I can, but I just remembered something. Something important. Specifically, the names of the apostles. Oban, Chevalier, Noah, and Timotheus. The 4 apostles whose bloodlines were lost to time. I figured the Ashen Wolves might have thoughts about all that. No use hiding it now, Constance. Let's lay all of our cards on the table.
As for me, I've got the major crest of Chevalier. When I enrolled at the academy, the church ordered me to keep that tidbit to myself. So I did. Mm-hmm. And I've got the major crest of Oban. Never did sort out how it is I have this thing. As for me, the blood of Saint Noah courses through my veins. This is kept hidden, even from the Empire. Which probably means mine's from Timotheus. I do have a vague recollection of being told my crest is rare. So the 4 crests, which were presumed lost, have all been gathered into the same house. All thanks to our buddy Elfric, it would seem. And now Elfric has been abducted. Why could that be? If it was the chalice they were after, they could have stolen it from us without the need for anything sly. Maybe someone had it out for him. Or maybe he messed around with the wrong people. Or it could just be unrelated entirely. We're trying to untangle this mess by tying more knots into it. I mean, Balthus, you landed here on accident, didn't you? It's not like that's linked to the rest of us. And I could just as easily have never ended up down here, you know? You're jumping at shadows. Anyway, we don't have time for this. Let's get our act together and head to the chapel ruins. Professor! We go to all that trouble bringing Lady Rhea a priceless artifact, and not so much as a thank you? We had to release the binding and everything! Well, I mean, it kind of released on its own, but still! Let's wrap this up and head home, so I can get some quality sauna time. Hilda needs a steaming. Ich dachte schon, es kommt direkt eine Schlacht, aber jetzt sind wir doch wieder im Talk-Modus. The 4 apostles. Finally, it makes sense. You don't even know what I was going to say. Nobody likes a faker. Wow. Ah, my head's gonna explode if I keep thinking about all this complicated junk. For now, we just need to focus on rescuing Elfric and sniffing out some answers. I know it's been one crisis after another, but you're still game to help us, yeah? We need you, pal. I suppose it's all out in the open. Now you know just what I'm capable of. The church would have destroyed me ages ago if it wasn't for a certain someone having my back. My life was spared. It's a debt I intend to pay, no matter the cost. Is Elfric an enemy or an ally? Feind. He's worked tirelessly to protect Abyss for years and years. Yet, had House Nouvelle not met such a terrible fate, I would never have come to Garrick Mach. And Noah's bloodline would never... Can his kidnapping really be a simple coincidence? Or... Professor? Ich glaube nicht an Zufall. I can't believe my wild hypothesis was correct. I may not look it, but I'm shocked. It's like casting a line and thinking you've landed the big one, but then you reel it in and it setteth. Okay, that was a weird analogy. The point is, I'm very, very shocked. Is that so? To be honest, I'm surprised Lady Rhea was so willing to just hand over the chalice like that. Doesn't the church consider it important? I know she said they wouldn't be able to use it, but something doesn't feel right. Muss ja sagen, nach der Edelgard-Kampagne ist irgendwie Rhea bei mir unten durch. Und Alois auch. So it is. Lost crests? Elfric's objective? Since our journey's outset, the mystery has only deepened. Ah, please, forgive me. Musing aloud isn't going to get us anywhere. For now, let's finish our preparations. I fear a battle is imminent. Huh? Those lost crests. They must all have their own relics, don't you think? But before we dig into a new mystery, we better figure out the ones we're already working on. I have a theory, but actually scratch that. No use guessing when our answers await at the chapel ruins.
The descendants of the 4 apostles. Fascinating. To think that their bloodlines carried on in secret, right under our noses. One was even disguised as imperial nobility. House Nouvelle was thought to be descended from St. Macule, but that was a fabrication. How did they manage to avoid detection for so many generations? Weiß gar nicht, werden das immer mehr Katzen? There is danger here, because we could be attacked. But the same danger is there for me on the surface. The only way to leave the danger is to disappear. Hey you, listen up. I've got something to report. Guess that's pretty usual here. Maybe it's not worth reporting. Perhaps I should say, nothing to report? Nah, tried it on, doesn't feel right. In any case, about Master Elfric. Bring him back to us, okay? For my part, I'll look after things down here. If our enemy shows up, I'll stay by my post. I mean, I have to eat and stuff, but I'll come right back. Count on it. Halle, Luft anhalten und 3-mal schlucken. Aber echt, seit 15 Minuten, ey. Ich habe das immer, wenn ich irgendwas Scharfes esse. Hast du was Scharfes gegessen? Maybe you think this is a bad time to talk about what we drink down here. Wo es nie wieder aufhört, oh Gott. Anyway. See, the problem isn't in the local ingredients. It's what's getting shipped in that's the issue. With the right equipment, we could probably make our own. Cut out the need to import anything. Hell, maybe we could even export some of it. As soon as Elfric's back, I'm gonna see what he thinks of the idea. So, make sure Elfric comes back safe, alright? If the church knows that Elfric's been abducted, why haven't the Knights of Seiros done anything? I know you're all doing your best. I just hope it'll be enough. We can't afford to lose him. Oh my. Elfric dies, Abyss will go right back to being the garbage dump it was before. Won't matter too much for an old codger like myself, but the kids... It'd be hard to see their hopes for the future crushed. Hey there. Yuri somehow always keeps his cool. He's closer with Elfric than anyone, so he's got the most reason to be upset. I'm sure he's just really good at hiding the same feelings we're all having. It was surface people who took Elfric away. But you're from the surface too. Maybe only some surface people are the worst. Anyway, good luck. The Ashen Wolves can take on anything. They'll make sure it all turns out okay, won't they? So, auf geht's. Hey, friend. Let's not deny that there's a connection between us. How about you and me have ourselves a little date, huh? When the bell strikes midnight, meet me out front of the Holy Mausoleum. My only condition is that you arrive promptly after midnight, and not a moment before. What say you? It's the most romantic time of the evening, of course. Komm, glaube ich ihm The idea nicht. of a date with me not appealing to you. Nobles have nearly killed one another fighting for my affections, you know. Perhaps you won't get all you want out of me. But I'll promise you a fun time regardless. It's settled. I'll see you tomorrow night, friend. Don't stand me up. Your Grace, please reconsider. The chalice is among the Church's greatest treasures, akin to even the heroes' relics. I am well aware, which is why I have already dealt with the matter. Consider this. The heroes' relics are fearsome weapons imbued with great power. On the contrary, the chalice
has long lost the power it once possessed. It is little more than a token of history. If that is so, then why is it still considered such an important artifact? It was created for a sacred purpose. To use the blood of the 4 apostles to return the goddess to our world. Their blood. Your Grace, is something the matter? I have an urgent mission for you. Investigate the origins of the Ashen Wolves. Start with their enrollment forms for the Academy. Keep an eye out for falsified documents. Yes, of course. Understood. Before you begin, summon Alaris at once. I have new orders for the Knights as well. As you wish, Your Grace. If I am correct, we haven't a moment to lose. Another tragedy is soon to transpire. Und in dem Moment, wo du schreibst, kommt es bestimmt zurück. Crumbly old chapel somewhere nearby or what? I can play little part here, save perhaps as a bargaining chip for our dear Elfric. Getting yourself captured instead? That wouldn't be good at all, Constance. I think we should be more worried about B's appearance. I mean, he's got way more, life experience than the rest of us. And all that life experience makes you look more like a knight than a student, B. You saying I'm old, pal? Don't forget, you're speaking to the ageless king of grappling. She's not wrong, Balti. There's a pretty big age gap between you two. You're friends with Hilda's older brother, right? That explains your maturity. You make Hubert look like a spring chicken. Can it, will ya? Anyway, I'm wearing a school uniform. No way in hell they'll think I'm a knight. Yeah, and anyone wearing a school uniform is without a doubt a student. To be honest, for a good while, I actually did think you might be a knight. Who made your uniforms and set up the Ashen Wolf House, anyhow? If I might so humbly interject, that would be Elfric. He pulled everything together for us, sometime after he was appointed as the Guardian of Abyss. Said he wanted to give former students who were expelled from the Academy somewhere to live, somewhere to belong. Of course, all of this was established long before any of us were in the picture. Perhaps. After hearing all of that, it's not as unbelievable as I thought. All I know is that he helped me, so I'll help him. I strongly doubt that I shall factor into Elfric's retrieval, but I shall follow your lead. There it is. We owe Elfric. Maybe your goddess doesn't care about debts, but my fists and I sure do. Sorry to have roped you into all this, friend. We owe you. Just stick with us a bit longer, won't you? This is great! Has me ready to get to it and start hitting things. Ever since I was a kid, I've lived my life by one rule. That I'd only play my hand if I was guaranteed victory. I've gotten this far by using my cunning in any way necessary. Lying, cheating, even killing when there was no other way. But this next play? Well, the odds don't exactly seem to be in my favor. Not unless you trust me enough to provide me with an ace. Never you mind, friend. Let's just go. At last you've arrived. You certainly took your sweet time. My flock, why have you come? Save you, of course. You didn't really think we'd just up and abandon you, did you? If I may be so bold, we have the chalice you seek. Might I humbly request that you return Elfric? You found the chalice? When I told you of it, I never imagined you'd...
Let's make sure it's not some cheap imitation. Hand it over. Not until you hand over the hostage. There needs to be some degree of a trusting exchange here. I can see you don't understand your own predicament. We've no issue killing the lot of you and taking it either way. I can't tell if this guy's ears are stuffed with wool or if he's just this stupid. Can't say I'm surprised. Thugs like this aren't about to show us any gesture of sincerity. Yuri, stand down. Leave me. Take the chalice and flee. You must. It is irreplaceable. You must not hand it to these brigands. You know us better than that. We didn't come here without a plan. Do your thing, Happy. Wait, do what thing? Seriously? Right now? Now, Happy! Fine, fine, fine. Her sigh. She... I've gotta say, that sigh of hers never gets old. Yeah, glad you like the show. It's not like it's a gift I asked for. Where did that thing come from? Absolute cowards. How entertaining. Office, will you do the honors? Leave it to me, boss. I got... Damn! Hey, Boffice, quit screwing around. Oh. Wow. Flew off of him. I'll sort it out. At least we got Elfric back in one piece. Now to handle these fools. Cheap party tricks! Let's make these children scream! Ja, Harle, das merke ich mir, also wenn es direkt geklappt hat. Aber wer weiß, vielleicht hätte es bei dir jetzt genau zu dem Zeitpunkt sowieso aufgehört. Und du glaubst nur, dass es daran lag. Aber ansonsten ist ja easy, ne? Aber kann ich so lange die Luft anhalten? Uff. Ging echt zu lange, ne? Krass. Vor allem, ich dachte, ich hätte, du musst ja noch bedenken, dass ich davor ja auch schon beim letzten Stream nur am Ende Gelaber hatte und extra hier eingestiegen bin, damit ich das nicht mehr habe. War wohl nix. So, alle Einheiten am Start. Perfekt. Alle Gegner werden besiegt oder alle verbündeten Einheiten oder Elfric werden besiegt. Okay, Elfric darf nichts passieren. Ich mag ihn irgendwie nicht. Don't go thanking me yet. We've still got to get out of here. Oh Gott, da geht's auch noch rein. We must complete the Da mission unten war eine Noble Truhe. gave us. We shall vanquish these infidels post haste. Didn't mind brawling a giant bird, but now I'm stuck here. Getnick! Moin. The awe-inspiring king of grappling goes all out. Und Dankeschön. So, jetzt verschaffen wir uns mal einen Überblick. Okay, hier hinten sind so ein paar Einheiten. Kann man sich hier ranstafen. Hier hatte ich irgendwo eine Truhe gesehen. Bei ihm. Ja, die werde ich mir wohl holen. Ich weiß noch nicht, ob ich einen Truhenschlüssel habe oder ob irgendeiner meiner Einheiten. Das kann doch bestimmt Yuri. Ja, sieht so aus, ne? Das da unten. Oh Gott. Ja, Türen und Truhen ohne Schlüssel. Dann weiß ich doch schon mal, wen ich nach unten rechts hinschicke. Das ist eine scheiß Balliste. Der ist ein bisschen stärker. Und ja, dass er alleine ist, ist irgendwie ein bisschen gammelig. Also ich muss da schnell mal welche runterschicken. Komisch. Komisches Questing hier. So, Edelgard. Mach fertig. Naja. Das reicht. Da muss man echt, ich finde das auch cool.
Und du kannst ja auch jetzt nicht dich tot grinden quasi. Yep. Ready and willing. Ja, Gott. I'll cut through. So, er ist eh super strong. Ja, zumindest kassiert er dann kein Damage, wenn ich das so mache. Mindestens 2 RIP? Okay. Okay. Ich sag keiner. Ich bin heute mal optimistisch. Oh Gott, hier sind aber ordentlich ein paar Mages, ja. Uff. Und was glaubst du, wer rippt? War schon eine Idee? Stay focused. The sun. So. Constance. Fimbul, Winter. Oh Gott, was haben die für eine Range? Die Drecksäcke. Okay. Legen wir erstmal sie. Erst wenn ich alle bewegt habe, okay. Machen wir so. So ein Crit wäre doch jetzt auch irgendwie schön gewesen, oder nicht? Aber nein. Dann kann ich alles haben. Nee, da warte ich nochmal ab. So, Elfric kann auch irgendwie zaubern. Aber gut. Ich glaube nicht. Nee, Elfric ist Kacke. Kacke. So. Uff. Okay, den muss ich irgendwie vorschädigen. Oder schick. Na, das schafft er nicht. Sie. Ich verkacke das jedes Mal. So, Level Up. Okay. Sieht doch kräftig aus. Coil. Level Up. Ah, ich mag Happy. Happy ist cool. So. Das ist halt noch ätzend. Ah, da muss ich. Level Up. Mann, Yuri sieht viel zu gut aus. Kannst nur jedes Mal wieder sagen. So. Dimi schafft das. So. Jetzt mit seiner Attack Range. Das ist halt zu gefährlich. Das ist mir wirklich zu gefährlich. So. Machen wir den Magier nochmal platt. Okay. Harle, jetzt habe ich meinen Zug gemacht. Jetzt kannst du einschätzen. Na komm, nehme ich das noch mit. Scheiße, nein, ich habe ihn vergessen. Uiuiuiui. Oh, das wird echt ein Problem mit ihm. Wie sieht denn das hier kampftechnisch aus? Na, macht dem auf jeden Fall gut Schaden. Ein Riesenvogel. Wie sieht's hier aus? Ah, die kriegt er auch fertig. Mit dem Magier muss man aufpassen.
Na, ich räume erstmal den Vogel auf. Warte mal. Was hat der denn für ein Stratagem? Ah, ist nicht so prall. Ja, das kannst du haben. Also der Mage wäre mir auch zu gefährlich gewesen. Weil sie ja auch so eine Festungsritterklasse hat und die können halt nichts gegen Magie ausrichten. Dimitri selber, dem kaufe ich das halt ab, ne? Dass der hier 3-4 Angriffe locker überleben kann. Der hat ja auch sehr starke, gute Werte. Oh, oh, oh. Oh nein, Happy Ripped. Happy Ripped! Oh Gott, Fahle! Oh, ich hab sie extra von unten geschützt und nicht auf die linke Flanke geachtet. Oh! Gut, du sagtest 2. Eins haben wir schon. Aber jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Och Mann. Vor allem ausgerechnet Happy. Hallo Lütke. Jetzt kommt das Cat wieder dran. Und das ist tot. Das kann einfach nichts. Ach Mann, das ist ja echt nicht gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Gar nicht. Performt sie? Ja, komm. Mach den mal weg. I put in some work. Ja, dann wären es direkt schon 2 gewesen. Aber, ja. Hm. Dass die da einfach so durchgekommen sind, das ist doch scheiße. Da unten sind auch die Bogenschützen. Ist auch nicht cool. Wie sieht denn das Damage technisch aus bei denen? Mal gucken. Ja, nicht gut. So. Sie hat nochmal den starken Spell. Okay. Für so einen Bogenschützen angreifen. Ah. Ist doch scheiße. Dann greife ich einen von denen an. Bis zum Ende dieser Schlacht? Da steht sie erstmal safe. Oh, das ist aber ganz schön viel, ne? Dann passieren hier wahrscheinlich noch irgendwelche überraschenden Dinge. Uff, sie kassiert. Scheiß Magier muss auf jeden Fall irgendwie sterben. Reicht doch aus, Juri. Gott, 5. Uiuiui. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, was hier noch passiert habe. Mensch, wenn ich jetzt Happy noch gehabt hätte, hätte ich jetzt hier ordentlich was wegzaubern können. Aber nee. So. Ja, kann Elfric irgendwas reißen? Das reicht mir. So. Das sind halt verdammt viele hier. Machen wir aber so.
So, warte. Was ist die Abstimmung? Hat Hade recht? Niemals. Wie stimme ich denn ab? Achso, die Abstimmung ist beendet. Ah, jetzt habe ich es erst gesehen. Aber gut, ich darf ja auch nicht selber stimmen. Das ist ja auch... So. In Legends beim Story-Finale? Legends, was für ein Legends? Oh Gott, ich weiß schon wieder nicht. Abraxas kann auf jeden Fall Dimitri angreifen. Da muss ich aufpassen. Da muss ich einfach hoffen, dass Edelgard das übersteht. Pokémon! Oh, schreib doch Pokémon. Im Finale? Alter, was ist denn los? Gatling, wie viel Spielzeit hast du? Mann, das ist ja wohl... Du Suchtkeks. Ja, da stirbt er. That's how it goes. Und dann macht er... Ja doch, machen wir so. Was mit der besseren Quote? Ja, Miniaturbogen. Also ich spiele kein Pokémon, wenn das hilft. That's the golden deer for you. Okay. So. Kann ich sehen, was da... Ah, ich weiß nicht. Ich gehe erstmal da rein. Ich krieg ihn halt tot, ne? Aber dann kassiert sie auch. Ich traue ihr das jetzt einfach mal zu, das zu schaffen. So. Weich aus! Er weicht nicht aus. Ja, das ist okay. Aber er weicht wieder nicht aus. Und jetzt langsam muss er mal ausweichen, Mann. Okay, wir sind bei 2 Hahle. Das Ding ist, er hatte die ganze Zeit richtig gute Ausweichquoten. Oh, scheiße. Richtig gute Ausweichquoten, er hat es einfach nicht gemacht. Er hat es einfach nicht gemacht. Ah. So ein Scheiß. Ich wollte auch zu schnell zu viel. Ich hätte nicht so schnell reingehen sollen. Ah. Ja, scheiß auf den Magier. Den brauche ich mir dann nicht mehr snacken. Soll sich die schnappen hier. Die Säcke. Ich war einfach übermotiviert. Okay. Ah, der Typ, der ist eine Gefahr. Warte mal. Kann sein, dass der Axt-Typ ist dann beendet. Schaden mache ich ihm. Oh Gott, er macht mir auf jeden Fall viel zu viel Schaden. Ne, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ist hier noch irgendwo Bogenschütze? Ja, die beiden. So. Na komm. Not too shabby. Jetzt überlegst du dir alles 3 bis 4 Mal. Now that feels good. Ja. Aber hätte ich halt vorher schon machen sollen. Na, jetzt bin ich ein bisschen... Bin ich schon in einer schlechten Situation. Anja, was willst du? Sag doch was. Okay.
die Reichweite von diesem Scheiß. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt besonders stark bei meinen Fliegis ist. So, das. Failure is not an option. Wir sind uns einig, dass Linna teilen muss. Nur wen? Ah, ich glaube Edelgard. Lieber Edelgard. So. Naja, kann's. Oh Gott. Bin mir nicht sicher, ob das gut ist. Aber es wird jetzt gemacht. Never underestimate an outsider. Progress. Okay. Naja, kann er überleben. So, sie muss ich da jetzt noch nicht reinstellen, oder was sind das für Einheiten? Ja, doch, ich kann mir einen Feldvorteil verschaffen. Elfric. Scheiße, versteck dich da. Okay. Wie sieht's aus? Kriegt sie den direkt tot? Ja. Ja. May my foes someday forgive me. Und Gold. Ja, anscheinend steht sie da schon safe. Dann bleibt er auch. Uiuiuiui. Ah, die nächste Verstärkung, ey, es ist schrecklich. Ja, weich aus. Hat Dimitri das mal gemacht, ne? Aber nein, er wollte ja nicht. Oh, schöner Crit. Aber ist halt nicht so prall stark gegen diese Festungsritter. Okay, das lief ja halbwegs. Okay. Ja, bald ist es halt richtig stark. Kann ich von hier irgendwie... Der Damage ist halt nicht das, was er sein könnte, ne? Auch nicht so ultra prall halt. Oh ja, den kolb ich weg. Genial. So. Hier ein Positionsvorteil. Dann krieg ich den auch weg. Doing my part. Ja, warum nicht? Nehmen wir die Waffe. Heißt das, der bewegt sich nicht? Könnte ich theoretisch das Item wegsnacken, aber nee, ist mir jetzt zu gefährlich. So. Die von oben ignoriere ich erstmal. Die sollen kommen, wenn die was wollen. Aber ich schicke ihn ein bisschen weiter runter. So. Jetzt können wir auch mal wieder heilen. Eine Runde. Genau, sehr schön. Ein paar Schritte nach vorne. Und warte mal, ein paar Schritte nach vorne. Kann sie auch selber heilen. Da es Magier sind, gehe ich mit ihr nicht nach vorne. Nee.
das bei ihr aus, damage-technisch? Ich meine, kann sie ja mal machen, ne? Ich werde hier schon mal ein bisschen vorschädigen. Dann gehe ich wieder in sichere Gefilde. Zumindest sieht das so aus, als wäre sie safe. Ne, hier ist sie safe. Okay. Was? Ach scheiße, er steht auf so einem Kack-Heilfeld. Ja, ja. Und schon wieder einer. Oh, noch eine. Ach, du ahnst es nicht. Okay. Auf jeden Fall kommt er jetzt mal hier lang. Schauen, wie geht's der Truppe hier? Ja. Sie könnte auch den Anführer wegsnacken, ne? Mit dem Wurfball. Ich glaube, das mache ich. You lost to me? I think. There's still so many of them. Happy ist tot. You know what to do. Again? What do you take me for, a Psy servant? Mach nicht. Was ist das für ein merkwürdiges Skill, ey? Why are monsters like that in Geralt Mark? Ah, well, perhaps I can take the treasure they found as a parting gift. So. Räumen hier auch mal ein bisschen auf. Dude. Ja, mit den Skills wird das nichts. Sie können sich alle nicht bewegen, ne? Woran liegt das? So, er kann irgendwo anders hingehen, ein bisschen aufräumen. Oh yes. Sorry, but victory is mine. Ja, nehmen wir das mal mit. Frostschwert. Ich weiß immer noch nicht, warum der sich nicht bewegen kann. Aber gut. Das ist wie es ist. Na, vielleicht gibt es ja einen Crit. Nee. Das war ein ordentlicher Level Up. Ich nicht meckern. So, was kassiere ich denn so an Schaden? Nix. Ist gut. Fury. Auch nicht viel. Ah, die Zaubersachen kommen nicht an. Mal edel ein bisschen vorschicken. Machen wir hier Fernkampf-Moves. Each battle, a chance to grow. Ach ja. Ey, das bringt doch nichts. Warum ruft ihr die scheiß Wölfe? Die fucken mich doch mehr ab. Weiß ich nicht, was da der Plan war, ganz ehrlich. So, genau. Konstanz am besten heilen. Kommen die fliegenden Säcke. So.
Level up. Es ist halt einfach so praktisch, dass sie fliegen kann und zaubern und wieder zurück. Und Sicherheit. Ja. Schafft sie easy, den auch Crit. Hast du die nächsten Einheiten nach? Nee. Oder? Vor allem hätte ich mich am Anfang mehr darauf konzentriert, in der Mitte ein bisschen auszuharren und zu verteidigen. Dann hätten mir die großen Viecher auch geholfen. Aber jetzt sind sie halt wirklich absolut keine Hilfe mehr. Aber weiß man ja auch vorher nicht, ne? Wenn ich die Schlacht normal machen würde, würde ich es anders machen. Uff. Das ist nicht so geil. Gut, die greifen nicht so aggressiv an. Was ist denn die Range von dem? Oh Gott. Weiß ich noch nicht. Das ist ein bisschen ungeil. Das ist ein bisschen doll ungeil. Sich bisschen blocken, damit die nicht zu Alfred durchkommen. Also Linnard wird jetzt wahrscheinlich getroffen, aber wenn die Stats stimmen und der Gegner nicht crittet, überlebt er das halt. So, hier ist alles halbwegs in Ordnung. Wie viel Range? Warte mal, gucken wir einzeln. Okay, ein weiter als diesen Busch da. Schicke ich ihn. Ne, hier hin. So. Wie weit können die? Ist alles halbwegs in Ordnung. So, mach ich einfach mal einen Tod von denen. Ja, lieber stirbt Linhard als, wie heißt er jetzt schon wieder? Elfric. Weil dann habe ich ja die Schlacht verloren. Und dann bin ich bei 3 Toten. Das ist immer noch nicht so viel, wie Fahle gesagt hat. So, mal wieder ins Kampfgeschehen mit denen. Türschlüssel. Ja, aber Hilda hat auch arg rasiert, ey. Angriffstechnisch. Ja, sollen sich gerne mal diesen Vogel hier abmühen. Dann muss ich das nicht machen. Gott, die haben aber auch gar keine Chance, ne? Das hat sich ja gelohnt.
für ihn. Okay. Bogenschütze ist gegen den Riesenvogel natürlich sehr stark. Aber habe ich hier erstmal meine Ruhe. Genau, er geht auf Linhardt, wie vermutet, aber Linhardt überlebt das halt. Also alles Guti. So. Auf jeden Fall mit ihm angreifen. Uff. Schadentechnisch ist es ja nicht so prall, ne? Eieiei. I'd like to take it easy. So. Mach ich den da weg. Kommt er so weit? Ja, das ist gut. Das ist doch sehr gut. Vielleicht kann Edelgards jetzt auch beenden. Mal schauen. Ja. Den jetzt auch los. Den Magier kann sie gerne machen. I won? That can't be right. So. Kleinen Vorteil in so einem Busch platzieren. Padautz bringt's zu Ende. Oder auch nicht. Das ist ja scheiße. Aber eine gute Crit-Chance. Ja. Oh. Lütke, wie viele sind tot? Sind wir bei 3? Ich weiß auch nicht mehr. Also, Happy fehlt, Dimitri fehlt. Die beiden fallen mir jetzt ein. Ja, ich glaube, wir sind noch bei 2. Happy und Dimitri fehlen. Linhardt würde uns fast fehlen, aber hat es noch überstanden. So, wie klug ist das, ihn da... Wahrscheinlich so semi, ne? Bogenschützen nerven wirklich. Komm ich nicht an? Mit ihr? Nee, keine Konzentration. Ah nee, die Bogenschützen sind mir auf jeden Fall ein Stück zu gefährlich. Kann er gehen? Macht er sowas? Ne, der geht nicht. Ist nicht doof, wenn ich mich dahin stelle und er nicht geht. Just a few more moves, then all will know that I am the Empire's... Forget I said anything. Then again, if you die, it won't matter either way. So. Ja, reichweitentechnisch wird das hier nichts. Vielleicht mit der Kampftechnik? Nee.
Oder... Na doch, theoretisch. Achso, er kann danach nicht mehr sich bewegen. Scheiße. Ah ja, das ist ja klar. Ups. Nicht zu Ende gedacht, das Ding. Geh mal aus der Range raus, das geht so nicht weiter. Sorry. So, bleibt da. Er kann da als Köder bleiben. Sie auch. Er bleibt als Support hier oben. Er macht da gerne mit. So. Bleib mal da. Sie nutzt das Item. Ein Rostschwert. Warum nicht? Einfach mal selbst heilen. Oh Gott. Vielleicht mache ich die 3 voll hatte. Oh, das wäre es gewesen. Hast du es gesehen? Der hat genau 13 Schaden gemacht. Gut, Hilda. Ja, sie hat halt eine gute Ausweichquote, vor allem in diesem Busch da. So, das ist mal Padautz in Ruhe, ey. Aber sehr gut, erstmal die ganzen scheiß Bogenschützen hier loswerden, ey. So. Bringen wir zu Ende. Oh, Trefferquote ist nicht so geil. Aber reicht. Goldbeutel L. Don't mind pain, but it's time to make my exit. My employer pays me more than this treasure is worth. Und in der Truhe ist ein Silberschwert plus. Ja, guck mal. Und was machen die dann eigentlich? Warum hat er das nicht ausgerüstet? So. Gut, dann müssen wir jetzt hier irgendwie was Vernünftiges machen, zugtechnisch. Ihm hole ich einfach nur ein Item. So richtig auf faul. Frostaxt. Ja. Die tun ihm nicht so weh. You're fresh out of luck. Okay. Zuerst wird auf Crit gerollt und dann auf normalen Treffer. Mhm. Okay. I wanna go home. Mir doch egal. Ah. Kriegt man schon was hin, ne? Mit den dreien. Also alles wäre cool, wenn er den Tod kriegt. Ja, kriegt er aber nicht. Warum ist er so? Wie ist das hier so damage-mäßig? Oh, sie kassiert, aber kassiert auch nicht so wild. Uff. Nice. Who, me? Okay, sie trifft da nicht geil. Aus der Situation heraus. Eigentlich nie. Aber hier mit Handgemenge. Zerlegt sie ihn.
Oh, fast. Ja, mit ihr geht nicht mehr viel. Können natürlich jetzt... ja, das geht. Und Schwiegerkowski. Oh, das war auch ein richtig gutes Level Up. Wen habe ich vergessen? Ach. Das war es jetzt auch mit der Unterstützung, so wie es aussieht. Na komm. Okay, ja, das waren 2. Da war ja das allererste, was du gesagt hast, gar nicht so schlecht. Erstmal dabei geblieben. You okay, Elfric? I am. All thanks to you. The chalice, is it unharmed? Yes, it's safe. Chatterbox is... What? Nighty night! Yuri! You damn scoundrel, what are you doing? I think you can see what I'm doing, Ballface. Beautifully executed, Yuri. The chalice is finally mine now, along with the blood of the 4 apostles. It seems I was correct, that there was an enemy in our midst. To think our bird was instead a rat. You've always had a wild imagination, Constance. I've got to say, turning your attention elsewhere was a challenge, even for me. That is enough of the banter, Yuri. I informed you not to divulge too much. They'll all be under the dirt soon enough. It's not like they'll be able to talk at that point. After all I've gone and done for you, Elfric, I would think you'd have just a bit more faith in me. Your silence speaks volumes. Guess this is the end of the niceties. It's all on you now, friend. I'm sure you and the others will figure it out. Professor! Are you injured? Moin, Herndl, grüß dich. Impossible. Surely you suffered a wound. Teach, there's no time for playing around. Tell us how... I get it. He only pretended to attack you, didn't he? So you were just playing a part in this grand performance. But was that really the smartest decision here? The chalice and the Ashen Wolves are gone. I am loath to think what will become of them without our help. And how do you propose we pursue them? We haven't a clue where they went. Well, we know what they're after. That at least narrows down the possibilities. Professor, are we too late? Lady Rhea, why have you come? After sending all of you off, I began to investigate the lineage of the Ashen Wolves. In doing so, I was able to confirm that the documented information about their crests was falsified. What was once a wild speculation, I now know to be true. The crests they bear are the same as those of the 4 apostles, the very same who long ago enacted the Rite of Rising. Once the blood of the 4 is poured upon the chalice, its power can be harnessed.
I believe we have enough evidence to assume that our Ashen Wolves will suffice to carry out this ritual. So, Elfric's aim must be to carry out the Rite of Rising at the expense of the students. Lady Rhea, what precisely is the purpose of this ritual? We've heard it has the power to resurrect life, but that can't be true, can it? The chalice is a holy artifact, created by the goddess herself. It serves to restore a physical form that was previously lost to this world. So those wild tales are true. It really can bring someone back to life. Not exactly. It can breathe life into a body, but it cannot return a spirit that has already departed. Ultimately, it is a tool to return the goddess to her physical form. Her spirit is omnipresent, but her flesh is no more. Such incredible power is truly awe-inspiring and extremely dangerous. In that way, it is akin to the hero's relics. For this reason, the 4 apostles were never intended to pass down their crests. This gathering should never have been possible. The Ashen Wolves are now gathered together, making it possible once more. And Elfric is at the center of this mess, luring them all to Abyss for his own selfish reasons. Without so much as a whisper of it to the church, of course. This incident is my own doing. I never should have entrusted the chalice to them. Lady Rhea, do you have any idea where they could have gone? I do indeed. Garrick Mach, which is protected by the goddess, is the only place the Rite of Rising can be performed. Holding such a ritual requires absolute focus, so I imagine the setting would need to be serene, peaceful. There are countless such places within the monastery walls. It's certainly peaceful there, but due to last month's incident, it's heavily guarded at present. For now, let us return to the monastery. There is much to consider. Lady Rhea! You look troubled, Alois. What has happened? Thieves have breached Garrick Mach's village walls. They've been pillaging the shops and residences, taking whatever they please. I wonder if this has anything to do with Elfric. There's no telling, but for now, their numbers are too great. They need the knights. By your will, Lady Rhea, allow us to clear the village of these hooligans. Yes, Alois. Please ensure the safety of the villagers immediately. However, leave a few of your best knights here with me. Yes, Your Grace. I'll see to it. Teach? You look like you've got something to say. He told you to meet up with him at the Holy Mausoleum? You never run out of secrets, do you, Teach? I'm certain that Yuri had his reasons for setting up this meeting. He took the time to speak with you, however cryptically, before he left. Fair point, Dimitri. I do wonder why he told you it needed to be after midnight. Wouldn't it be better to rush to their aid immediately? Yuri's no fool. There's a method to his madness. Felix. Hallo, Felix. Cindered shadows, return to me. Spätpakt. Where the heck are we? Finally, you're all awake. Good morning, sleepyheads. Or is it a good evening? Yuri, you scoundrel! You are unfit to speak to us, liar that you are! Yeah, liar, blah blah. Nothing I haven't heard before. Look, pal, enough beating around the bush. What exactly are you trying to accomplish here? Where's Elfric, and what the hell are you plotting? Questions. You're wearing me out, Balthus. Fine then. I'll lay it out for you. Elfric intends to reenact the Rite of Rising. He's preparing everything as we speak. What is this silly rite anyway? You trying to do some crazy magic to raise the dead or something? Actually, yes.
By offering up the Oha, blood of alles the four online. apostles in the chalice, you can Gleich bring später someone Pokémon. back to life. Saint Saros performed the ritual 995 years ago, but not enough blood was given up. So the ritual was a bust. No clue what happened after that. That's what Alfred concluded after scouring the records anyway. And now, through extreme persistence, he's found and gathered the four of us, with our crests. He placed us under his direct supervision within the Ashen Wolf House, and he did all of it to ensure a successful ritual. The Rite of Rising. You mean to say that he intends to drain our blood? To kill us? Such an act would be unforgivable, an atrocity! I cannot die in this wretched hovel! Yeah, that sounds painful. And permanent. Count me out. Hang on. The number 4 includes you too, right? So you're gonna die too? Yep, that's the idea. And here I thought we were close. But all this time you've been skulking around, deceiving us. It hurts, boss. Hurts bad. You want to die, that it? Fine. I'll kill you myself. Just stop that crafty nonsense of yours and face me, fist to fist. Shut it. I've lived through hell and worse. After climbing my way here, you really think I want to die? Then why throw your life away for the likes of Elfric? Some things are more important than my own life. Some things are worth protecting. You're not making any damned sense. It would seem that you want to be punished severely, Yuri. That's some sort of threat? There's not much you can do to me that hasn't already been done. True. You took wing from the mud into which you were born, and rose to such great heights. To break your spirit would take far too much effort. Though, if I must, I will kill your mother, in addition to your dear people. Oh, so that's it. You were trying to protect your mom. Precisely what is it you are hoping to accomplish, Alfric? To resurrect someone I lost long ago, no matter the cost. Surely there are those for whom you'd do similar. Perhaps. Even so, never would we annihilate those we care for. There's nothing I wouldn't do. Nobody I wouldn't trade to see the light in her eyes once more. Whoa. That lady looks real dead, pal. She is. For now. You're gonna regret this, Elfric. I accepted the regret I might feel from this long ago. As long as she returns, nothing else matters. Yuri, if you think you'll be pulling anything funny, think again. The Knights of Saros won't save you. No doubt they're indisposed right now on some mission or other. Well, that's a damn shame. The whole evil villain look really doesn't suit someone as pious as you, Alfric. Yuri Bird, I could... Not yet. It is time. Take them. Your blood will pour forth, filling the chalice. You really are a fool. You were diligent, Yuri. You kept me abreast of all the Ashen Wolves' movements. As recompense for being such a good student of my flock, I will gladly hear any final words from you. That's fresh. If you knew me at all, you'd know these won't be my final words. I'm simply biding my time. For what? For the goddess's descent. Can you hear it? She's coming. Bells? This late at night? Yeah, you hear that, Alfric? That's the sound of your demise. The Knights are releasing my people as we speak. The ones you locked up and hid away. How did you know about that? Wait, the Knights of Saros? Like I said, the evil villain look really doesn't suit you. I know it was you who sent me on that mission, that ultimately led to me landing in Abyss. Overall, your execution was lacking. Lady Rhea has been on to you as well. Oh,
And just so you know, I've been working for her since before I ever began working for you. She had me keeping an eye on you. Told me to inform her if you seemed to be planning anything. You... But you took those I care most about hostage, which limited my options. You chained up the wolves, and kept a tight grip on my rogues and abyss to ensure I wouldn't betray you. I struggled with whether or not to tell her everything. After all, my allies' lives were on the line. I deliberated on what to do next, knowing I'd have to rely on my own cunning to see this through. I waited for the chance I could rescue my mother and allies, all while paying lip service to you. Until today, the day you pulled all your forces in so you could attempt this ritual. You're no villain, with that sticky conscience you call a heart tripping you up. Not like me. I see. You were one step ahead of me all this time. It matters not. The ritual has begun. There's no stopping it now. You will all die. Just a bit longer. Don't think for a moment. But you're getting off easy, pal! Seriously, boss, did you have to tie us up so tightly? Sorry, Balthus. I figured those little tears would be enough for you to break through the rope. I may be the unbeatable king of grappling, but I'm also bleeding profusely. You didn't wonder why it was taking me so long? Think next time, yeah? I haven't the slightest what you two are jabbering on about, but please untie our ropes as well. You're talking. Do it yourself. I dispelled the silence from you ages ago. Or hadn't you noticed? Oh, I see. It's great that we're not tied up anymore and all that, but we're still being actively drained. I've invested everything to ensure my success today. My private funds. A veritable army. Surround them. Don't let them escape. The ritual will not be stopped. Why won't it cease? We are freed, and yet our blood still drains from us? Well, this wasn't part of the plan. This is no laughing matter. Our very lives are ebbing away. Stop panicking, Constance. You know I'm never unprepared. You've always got a trick up your sleeve, don't you? I can hear your secret plan running our way. Also ich will ja nicht sagen, ne? Aber ich habe von Anfang an gesagt, Aelfric ist nicht ganz richtig. So. Okay, Einheiten. Man kann ja hier trotzdem auf den Marktplatz zugreifen. Muss noch irgendwas reparieren. Schwert des Schöpfers aufladen, vielleicht, was kostet das? Ja. Machen wir einfach mal. Oh Scheiße, ich habe nicht auf den Preis geachtet, das war super teuer gerade, oder? Scheiße. Ich kann aber auch noch was verkaufen. Yeah, da. So, wir haben hier nämlich noch einen Goldbeutel L bekommen. Ach warte, da war ein Goldbeutel. Da. Auch verkaufen. Das auch verkaufen. Nee, das nicht. Und das hier nochmal zweimal. Ich will ein bisschen Kohle. So, jetzt wieder reparieren. Von Bolt ist auf jeden Fall die Waffe, sonst kann er die viel benutzen. Wo ist er denn? Da, zweiter Typ. Ja, machen wir. So, die sind alle noch gut dabei. Sieht gut aus, sieht gut aus. Eisenbogen, scheiß mal drauf. Sieht auch gut aus. Okay, ansonsten unter Inventar, Items, wo ist Ash? Ich hatte da noch irgendwie Stahlbogen, Eisenbogen. Noch irgendwie guten Bogen über. Einen Silberbogen oder so? Nee, hab ich nicht. Ich dachte.
Gut, ich glaube, Schmied einen seiner Bögen nochmal besser. Wie ist denn das, wenn ich das jetzt aufpimpe? Ist auch wieder aufgefüllt, ne? Ja. Geil. Stahlbogen plus, gib ihm. Und Miniaturbogen plus, weil ich schon mal dabei bin. Wurfball auch verbessern. Damit hat sie ordentlich rasiert. Ne, da müssen wir nichts machen. Ja, ist auch alles okay. Sie hat ihre Stahlaxt. Das ist eindeutig in Ordnung. Sichel kann ich nicht, da fehlt mir was zu. Er hat einen Miniaturbogen plus, aber ich glaube, ich mache seinen Stahlbogen auch nochmal geiler. So. Ja, so ein besserer Streitkolben. So. Doof, dass er mal wieder zurückgeht hier im Menü. Vielleicht auch nochmal eine stärkere Stahlaxt. Ja, Stahlbogen hatte er schon. Hier, guck mal. Der hatte schon Stahlbogen. Ich wollte ihm gerne noch einen Silberbogen geben. So, das sind alles Eisenschwerter. Ist hier sonst noch irgendwie eine gute Waffe? Stahlpanzerhände? Nö, er hat ja seine Miniaturbogen, Stahlbogen. Ja. Ist noch irgendein Bogenkämpfer, der mit Stahlbogen was anfangen kann? Er hat ja Miniaturstahl, hat er? Nö. Also dabei. Bei ihm ist mir das nicht so wichtig. Ehrlich gesagt. So, das muss erstmal reichen. Speichern. Nochmal. Und los! Schlachtbeginn. Okay, Leute, was glaubt ihr? Wie viele sterben? Einer der Silberwölfe wird besiegt oder 20 Züge vergehen. Oh Gott, es darf keiner von den Silberwölfen sterben. Oh Gott. Das heißt, muss echt vorsichtig sein mit Happy und Constance. Die beiden sterben ganz schnell. That's a lot of blood. Too much blood. This is hard to watch. Uff, was ist das für ein Feld hier? Es geht. Could you step within the magical vortices beside us to obstruct their flow? Quickly now! It is crucial to halting the rite of rising. The vortices are repelling the crests of the apostles. We can't block them ourselves. Wenn jemand auf den 4 Wirbeln platziert wird, der nicht zu den Silberwölfen gehört, wird das Ritual der Wiedererweckung verhindert. Das Ritual ist nach 20 Zügen vollendet. Verhindere das Ritual, bevor es soweit kommt. Oh. Oh Gott. Das ist alles nicht so geil, ne? Ehrlich gesagt. Scheiß Elfric, ey. Ein Wichsenappel. Oh Gott, das ist ja auch eine gigantöse Map. Gucken wir uns nochmal um. Hier ist nichts zu holen. Hier gibt es halt das eine Item. Aber ich habe natürlich wieder keinen Thronschlüssel gegeben. Oh Gott. Jetzt ist die Frage, würden die auch angreifen? Ich meine, ich brauche unser Blut, ne? Vielleicht greifen die gar nicht an. Aber ich glaube, die rächen sich. Das findet schon statt. Uff. Oh Gott, alles und jeder kann Yuri hier auch angreifen. Die hier sind die gefährlichen, ja. Oh Junge, oh Junge. Das machen wir so. Oh, da links ist auch noch eine Truhe, sehe ich gerade. So. Und einen Schritt weg. So, war das jetzt wieder ausgerüstet? Ja.
Okay. Ich meine, er ist jetzt die Runde safe, aber ich kümmere mich mal trotzdem drum, dass hier einer kaputt geht. Moin Nick, ich spiele das DLC zu Fire Emblem Three Houses und ich bin in der vorletzten Mission oder so. Gerade wird hier fleißig Blut abgezapft von meinen People. Oh ja, mit dem Übungsbogen. Kann das sein? Den hat greift an. Aber dann wird er auch angegriffen von denen hier. Ist auch nicht so geil. Aber wenn ich ihn hier hinstelle, ist er aber auch schon wieder in der Reichweite, in der angegriffen werden kann. Von den Gegnern zapfst du da. Stay focused. Was mit ihm? Was kann der so? Oh Gott. Na gut, müssen wir uns mal so langsam fortbewegen. Hm. Ready and willing. Ready and willing. Uff, das ist aber auch alles nicht das Wahre. Who, me? So, Mathilda ein bisschen nach vorne. Ich weiß nicht, wie aggressiv der vorgeht, der Gegner, ehrlich gesagt. Die Magier da oben, die kotzen mich an. I'll give it my all. Vielleicht krittest du ja oder so. Ne, macht er nicht. Unhold. Ach du Ficke. Die haben Gewitter. Das ist doch nicht deren Ernst. Uff. Machen auch ordentlich Damage. Das ist auch egal, ob ich sie hier hinstelle oder nicht. Aber Übungsbogen ist mir echt zu lallipa. Das ist zu schwach, das Ding. Was habe ich hier? Uff. Aber dann ist er auch wieder in der Reichweite für den Schwertypen. Gefällt mir nicht. Gehen wir mal hier hin. Hab ein bisschen Angst, ob das hier was wird, ehrlich gesagt. Okay, Dimitri. Ich meine, er kann nur Hilda angreifen und hat auch nicht so eine hohe Wahrscheinlichkeit zu treffen. Ja, aber er greift. Ja, gut, das ist völlig ungefährlich, der Typ hier. Dann gehe ich vielleicht auf ihn. Stelle ihn zumindest davor. Damit es nicht so schlimm wird. Okay. Ich kann ihn... Nee, ich lasse ihn da. Hier gehe ich ein bisschen nach vorne. Gut, dann, die habe ich schon bewegt. Das ist halt echt bockgefährlich hier mit denen. Ich weiß nicht, wie hart die hier am Ausrasten sind dann. Gott, der kann auch antworten. Ist doch nicht so schwach. Aber der ist nicht so gefährlich dann. Und die beiden sind auch keine Gefahr. Die dann auch nicht. Aber hier ist sie dann schon wieder in Gefahr. Wegen den beiden.
Wie weit reicht ihr Gewitter? Kann ich irgendwen Wertvolles damit? Ich kann den erreichen, mache ich mal. Vielleicht wenigstens einen los. Oder ich verfehle. Ich habe gar nicht nach den Quoten geguckt. So. Ja, Happy wird gefühlt überall angegriffen. Ich gehe mal hier hin. Nee. Ich hatte doch mit irgendwas eine gute Crit-Chance mit Tod. Ja, das kommt. Ja. No biggie. Oh, okay. Ja, bin mal gespannt. Weiß auch nicht, ob er jetzt hier nochmal irgendwie Support ruft. Doch gesagt, Elfric ist ein Arsch. Alter, nein. This will kill everyone, including your allies, and you don't even care? We have to stop this now! Oh Gott. Gibt's jetzt jede Runde für jeden 10 Damage? Oh nein, was ich nicht gemacht habe, ist Heil-Items aufstocken. Oh, das hätte ich machen müssen. You never had a chance. Ja. Jusch. Ja, mach sie alle fertig. Geil. Ja, 10 Damage ist halt ordentlich, ganz ehrlich. Und das auf jeden. Kein Fan. You never had a chance. Ja, haut ab. Bah. Dann sind die auch nochmal extra vergiftet. Das ist das super scheiße. Okay. Wie war es nochmal mit der Lage? Gegnerischer Kommandant besiegen. Uff, was ist denn der für eine Range? Oh Gott, einfach viel zu viel. Einfach viel zu viel. Und sie ist ja auch nicht gut positioniert, ganz ehrlich. Sie stirbt auch, wenn ich hier bleibe. Oh Gott. Und Happy kann nicht helfen. Fuck. Das ist ein Todesurteil. Feuer. Auf jeden Fall muss ich auf Feuer spielen. Wie ist es bei ihm? Er würde mich halt direkt killen. Haben diese unterschiedliche Werte? 30? 34. Okay, er ist halt stärker. Da muss er auch drauf gehen. Und mit Feuer. Edelgard ist halt hart am Leiden jetzt. Ja, tut mir leid, ich muss die Silberwölfe am Leben halten. Ah. Was will er hier eigentlich? Kann sich ruhig verziehen. Should I have held back? Jetzt muss ich schnell nach vorne. Didn't you hear? I'm dangerous.
Okay, hier hin. Okay. Ah, ich ignoriere mal die Säcke da links. Kann hier angreifen? Ja, guck. I must steel myself. Ah, sie kann ja auch mit Range. Ich gehe mal davon aus, dass sie treffen wird. Sorry, did I hurt you? Think this through. So, hat sie noch eine Mixtur am Start? Ja, hat sie. Die letzte. Also echt ein Problem. Ich hätte mehr Heilstuff verteilen sollen. Normales Heilmittel erstmal. Ja, kann er mitmachen. Ah ja, die beiden gibt es ja auch noch. Natürlich trifft der Sack bei 41%. Ist das Stahlschwert? Okay, das killt ihn direkt. Sehr schön. Oh, wirklich? Ein Erfahrungspunkt fehlt. Ah, kann ja stehen bleiben. Stahlschwert. Okay. Jetzt weiß ich nicht, ob der Kelch sie halt jetzt tötet wegen den 10 Damage. Sie dann direkt tot ist. Oder wie oft das mit dem Kelch überhaupt passiert, ne? Oh Gott, ey, das ist übler Scheiß. Okay, wir fangen mit Linhard an. Kannst du da hinten mal irgendwie rüber heilen? Ja, geil. So. Wollen wir auch die Magier loswerden, wa? Also den da oben halt. Was hatten wir für eine Reichweite? Gar keine? Ach so, weil noch ihr Zug ist. Deswegen konnte ich das gerade nicht sehen. Kann ich da nicht hochwatschen? Muss ich da rumgehen? Nein, das ist jetzt... Na, jetzt haben wir das mal. Okay. Ah, mit ihr komme ich in die Gefahrenzone. Ja, los, komm. Zerstör ihn. Kann sich hier halt einfach nicht so viel Zeit lassen bei dem Match. Ich meine, der ist alleine, ne? Das kann Konstanz dann übernehmen. Perfekt. Passiert ja auch nichts. Okay. Ich weiß halt noch nicht, ob ich da normale Einheiten irgendwie raufstellen will, ob das machen soll. Auf jeden Fall fucken die mich dann ab, ne? Mal gucken, ich kann es mit Hilda machen, die kommt jetzt eh nicht mehr so voran. Gottes Willen. Das ist wahrscheinlich die Range von dem Oberboss jetzt hier, ne? Ja. Oh, scheiße. Oh, scheiße, ich habe ihn unterschätzt. Edelgard, ich habe sie gerade in ihren Tod gestellt. Nicht gut. Wenn ich stattdessen Padautz nochmal, lenkt ihn das vielleicht ab. Vom eigentlichen Ziel. Nee, ne?
Wird trotzdem Edelgard angreifen. Nicht gut. Ich gehe mal so rum. Ich habe ja nicht erwartet. Ich dachte vielleicht 20 Schaden oder so. Ja, dann sollte ich die auch nicht reinstellen, ne? Ist doch nicht so geil. Eine Eisenlanze, wirklich. Ja, ich glaube, das wird der erste Tod. Also ich glaube, Edelgard ist jetzt weg. Should anyone attempt to get between us, they will sorely regret it. Ja, das war's. Tschüss, Edelgard. Oh Mann. You never had a chance. Ja, Dimitri, rasiere sie alle weg. Oh Gott, dieser Damage. Das ist echt nicht cool. Man kann sie auch nicht alle gleichzeitig heilen. Ich meine, er kann jetzt dahin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Muss ich wirklich erst alles blockiert haben, bevor ich hier was machen kann? Gut, dann machen wir das. Oh, wen schicke ich? Linhard kann natürlich blockieren. Sieht das hier helpmäßig aus? Er struggelt auch. Ich heile ihn erstmal. Okay. Die schicke ich irgendwie rum. Den schicke ich hier lang. Ihn auch. Ich brauche 2 zum Blockieren und hier habe ich nur Linhard. Oh Gott. Na komm. Dann kannst du hier auf jeden Fall blockieren. You must staunch the flow from the other vortices too. Während eine Einheit auf dem Wirbel steht, platziere weitere Einheiten auf die anderen Wirbel. No! Stop them! So. Angreifen. Oh ja, guck mal. Das ist doch schön. Ah, bleib mal da. Okay, dann schicke ich die wieder hoch. Okay, blockiert. So, und Linda schicke ich langsam nach. Ja, lieber Konstanz, die darf nicht sterben. So, wie war seine Range? Okay. Kann ja danach sich noch bewegen. I've been practicing that
Dann aus der Range rausgehen. Ja, so. Okay. Dimi hochschicken. Ah, ist schon ätzender Kampf. Ätzend. Komm hoch. Ich meine, die bewegen sich nicht mehr. Ich hoffe, das bleibt einfach so, sonst muss ich da bald wen runterschicken. Die beiden oder so. Aber die brauche ich vielleicht nachher, um ihn fertig zu machen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert gleich. Die können sich gegenseitig unterstützen, das ist doch schon mal schön. Sure thing. Level up! Not bad. Okay. Ja, ja. Mir gefällt die Ausgangslage hier überhaupt nicht. Okay, keine Unterstützung, das ist schon mal gut. Okay, Dimitri, auch da. Die konnten nicht heilen, ne? Nee. Jetzt frage ich mich, warte mal, wenn ich hier auf Angreifen gehe. Nee, kein Schaden. So, sie muss da bleiben. Ja, jetzt können wir Dimi mal heilen. Nächste Runde dann Happy. So, die habe ich auch schon bewegt. Ihn noch nicht, ne? So, irgendwie vergessen. Ne, sie steht auch gut. Ach ja, Ash, unbedingt. Okay. Immer noch irgendwen vergessen. Alter, was ist da los? Yuri. Hab ich nicht Yuri eben schon bewegt? Will ich gegenseitig heilen? Oder war es in der Runde davor? Okay. Jetzt können wir das hier mal blockieren. Schauen, was jetzt passiert. Darf ich die wieder einsetzen jetzt? The ritual. It cannot fail. Now that we've stopped the ritual, all that's left on the agenda is defeating Elfric. It matters not whose blood it is anymore. Even if I must use your blood to see this through, I will. Ja, und sein scheiß Meteor halt, ne? Und ich mag halt die gar nicht mehr reinschicken. Wie viel Schaden kriegt er denn? Überlebt er das? Ich hoffe mal. Irgendwie muss ich ihn ja reinkriegen. Okay, Linnard kann wieder heilen. Ich würde halt gerne die Silberwürfe reinschicken, aber wenn einer von denen drauf geht, dann war es das und das finde ich nicht cool. Aber ich gehe mal davon aus, dass der Typ jetzt Schaden kriegt. Ja, mal zur Sicherheit heilen hier. Ich meine, überlebt das zumindest. Macht nur 34 Schaden. Das kriegt man hin. Ja, hier, komm. Heilt euch wieder. Einfach, weil ihr könnt.
Nee, bleibt da stehen. So, den kann ich auch vorschicken. Nee, den lege ich mir nicht an. Na, jetzt kann ich kurz mal gucken. Ja, jetzt nimmt er auch Schaden. Ja. Versuch's doch. Oh, jetzt hat er auch Meteor verbraucht. Böser Schaden ist böse. Ja, aber das machen wir so. I have not wanted any harm to befall you. As you are her child, she'd have wanted you safe. But if you insist on getting in the way of this, I have no choice but to strike you down. Das hat er sich anders vorgestellt, ja? Arschloch. Not yet. There's still time. Du hattest eine Vision und Erfahrung. Bam. Abgeschlossen, das Ritual. Uff, ey, da war ich mir nicht sicher, ob das was wird. Aber hat ja noch geklappt. Er hat mich dran, nachher was zu heilen zu kaufen. Professor, you would raise your sword against me? Your mother lies here, waiting for us, waiting for you. Don't you want her back? Teach, is that true, or is he just trying to freak us out? If so, it's kind of working. There is no room for doubt. I know her appearance better than anyone. This is her. An upstanding nun who married Gerald. She died 21 long years ago. You cannot expect us to believe that someone who died 2 decades ago is still in such pristine condition. Incredible, isn't it? It's as though she remains untouched, even after all these years. Perhaps her body differs from others. Beautiful, ageless, perfectly preserved by some secret only she knows. Whatever the case may be, it is strange, is it not? It's been 10 long years since I found her. I came across her body, frozen in time, deep underground. I have worked tirelessly to solve the riddle of her death and bring her back to life. Halt, Elfric. Rhea. You are the cause of this. It was you who killed her when she gave birth to a child who made no sound. Tell me what you've done to her. Why does her body remain while her spirit does not? I owe you no words on the matter. But I will tell you this. She made the choice to die, that her offspring might live. I respected her will, nothing more. Elfric, just as I viewed her, so do I view you. You are as my own child. Please, cease this futility. Oh! You expect that I should believe you without question. You see her lying here before you, and yet you owe no words. Rhea, I am finished with you. The only thing that remains to be done is to complete the ritual. Hurry. He cannot have gone far. Yes, we must stop him at once. Let's figure out where he disappeared to. What about you four? You don't look like you're up for much of anything right now. It'll take a lot more than that to stop me. If anything, I feel speedier with less blood weighing me down. Probably for the best that he trained us. Otherwise our blood would be boiling. Ugh, speak for yourselves. I feel atrocious. We must end this, and swiftly. Count me in. We're all on the same page. But first things first. Let me see that pretty face of yours, boss.
Hmm? Why the hell didn't you tell us? Sorry I had to use you all. But there wasn't much choice. Someone would have died for sure otherwise. It could have been any of you. It could have been one of my rogues. Someone from Abyss. Who knows? You imply that you didn't trust us enough. I am incensed by you, Yuri. Use me or don't, but it would have been nice if you'd asked us first. Look, I get it. Your people were being held hostage. You were between a rock and a hard place. But I thought we were pals. Buddies till the end. I need you. All of you. I've been a fool. Thank you for always being here for me. Even now. Alright, I think this fool gets the picture. Time to find that other fool and take him down. You'll help with that, yeah? I love the lip on this one. Let's do this, wolves. To me, growing up in the shelter of the monastery, she was my world. All of the memories I hold of her, learning, growing, walking hand in hand, she left me in awe. If that's what makes her happy, then I will watch her walk away with warmth in my heart. If that is truly what will make her happy, surely he will make her smile. That's all I wanted for her. To Citri, confined within the monastery walls, he was her world. I saw the way her eyes glimmered when they spoke, and her otherworldly smile when they became engaged. The look on her face when she told me how happy she was to bear his child. It was enough for me to see her happiness, to witness it from a distance. She breathed her last 21 long years ago. I have never forgotten. She died before she could see the face of the child whom she had so lovingly nurtured. The funeral was a solemn affair. We gathered in the graveyard, said our farewells, and watched as her casket was lowered into the soil. That was the end of her story. Or so I thought, until 10 years ago, when I found her. Her remains, hidden deep within Abyss. She looked as beautiful as ever. Cindered shadows. Und Leute, machen wir am Mittwoch nochmal einen Stream, nur für das Finale, oder wie sieht's aus? Elfric, cease this at once. It is too late. The chalice is filled to its brim with the blood of the four. Should their blood prove insufficient, I will spill even my own blood to finish this. The chalice cannot return her soul, Elfric. It is incapable. Und damit geht's im nächsten Stream weiter. Oh, hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Die Sequenz gucken wir uns nämlich direkt im nächsten Stream an. Es ist nämlich schon spät. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ihr kennt das Spiel, wenn ihr es auf YouTube seht, liken, teilen, kommentieren, abonnieren. Und Mittwoch streame ich dann das große Finale. Mal gucken, wie groß das wird, weil ich nicht einschätzen kann, wie weit das jetzt halt noch geht, ne? Nicht, dass das dann irgendwie dann doch bis 23 Uhr dauert oder so. Dementsprechend höre ich da jetzt auf. Ansonsten, Streamplan kommt gleich nochmal auf Discord, aber er wird ungefähr so aussehen. Heute habe ich gestreamt, morgen streamt dann Felix, entweder Kingdom Hearts oder Final Fantasy 13. Am Mittwoch streame ich dann auch so 18:30 streame ich immer, Felix immer so 19:30. Genau, am Mittwoch streame ich dann Fire Emblem Free Houses. Am Donnerstag streamt Felix dann nochmal Kingdom Hearts oder Final Fantasy 13. Am Freitag
voraussichtlich 22 Uhr, schieß mich tot, streamen voraussichtlich Getnik, Felix und ich, Super Mario 3D World, die Weltnummer, ich glaube wir sind bei 9 oder 10 oder so. Und am Sonntag gibt es dann bei Felix gegen 19 Uhr nochmal eine Runde Temtem. Und wenn ich dann mit Fire Emblem durch bin, dann geht es wahrscheinlich wieder weiter mit Tales of Arise. So, das war's. Voraussichtlich. Aber beim Freitag ist es am unklarsten. Aber ich schreibe das alles nochmal rein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Macht's gut. Tschüss.